Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem neuen Speedset, neuem Fluggerät, was wahrscheinlich sehr beliebt sein dürfte. Außerdem Wochenend-Event, Patch Notes mit einer coolen Änderung und die Rückkehr eines Waffenskins in den Cash Shop, und zwar ohne Limit und ohne, dass es seelengebunden ist. Und zwar haben wir folgendermaßen das neue Speedset Northern Warrior. Ist so ein bisschen wie das Eastern Warrior vom Prinzip her. Also du hast halt so eine Schlachtrüstung und für männlich und weiblich sieht es extrem ähnlich aus. Finde ich persönlich mal cool, weil meistens ist es ja so, dass männliche und weibliche Sets sehr oft doch ganz anders aussehen und weibliche Sets meistens extrem übersexualisiert sind, also viel zu wenig Kleidung und so. Und in dem Fall ist es mal nicht so und ich würde sagen, es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und einzige, was man hier vielleicht wieder ankreiden könnte, wäre die Farbgestaltung. Also ich finde vor allem 8 und 4% sind schon extrem ähnlich, weil die farblichen Akzente, wo sich die Sets unterscheiden, sind halt wirklich sehr minimal, kann man sagen. Also wirklich sehr, sehr minimal. Und ja, das wäre das Einzige, was ich jetzt persönlich dazu zu sagen hätte. Aber gut, ist jetzt auch kein Set, wo es wahrscheinlich gut aussehen würde, wenn das jetzt knallpink oder knallgelb wäre, sodass man wirklich krasse Unterschiede hätte. Von dem her macht das wahrscheinlich Sinn. Und das ist unser neues Fluggerät. Ja? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht nachgeschaut. Aber ja, 3 neue Fluggerät-Drachen. Also wenn wir schon Dinosaurier bekommen, Pferde, Schlachtrösser und jetzt einfach straight up Drachen. In 3 verschiedenen Farben. Ja, pretty cool. Wird wahrscheinlich beides extrem gut verkauft werden. Ich denke, beides wird ein neuer Verkaufsschlager. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, ist jetzt im Cash Shop. Dann Enhanced Armor Piercing Chance Event vom 10. bis 12. Januar. Heißt einfach, wenn ihr eure Suits socket, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr, habt ihr eine leicht erhöhte Chance darauf. Und dann haben wir noch Patch Notes. 2 Bugfixes. Fixed an issue where a full housing pet inventory was not syncing correctly. Und fixed an issue where housing objects and NPCs were unclickable in some cases. Ich weiß nicht, ob damit dieser Fall auch gemeint ist. Ich habe es so erlebt bei den Housing-NPCs oder Housing-Objects. Also ich benutze nur NPCs, keine Möbel. Bei den Pet-NPCs war es voll oft so, die Pets im Haus bewegen sich relativ schnell. Fast schon unnatürlich schnell. Also es sieht eigentlich auch ein bisschen unnatürlich aus. Könnte man wahrscheinlich ein bisschen verringern. Jedenfalls bewegen die sich recht schnell. Und voll oft stehen die halt in einem NPC drin. Vor allem, wenn du 3 Pet-NPCs hast und 3 Pets, hast du halt eine relativ hohe Chance und du hast alle 3 nebeneinander gestellt. So mache ich es meistens nämlich. Hast du eine relativ hohe Chance, dass das Pet direkt in einem der 3 NPCs steht. Also du hast ja 3 Pets und alle stehen nebeneinander. 3 Pet-NPCs, alle stehen nebeneinander, alle am Pet. Und du kannst dann den Pet-NPC nicht anklicken, wenn das Pet im NPC steht. Und das ist ziemlich nervig. Also ich weiß nicht, ob das unter anderem damit gemeint war. Also wahrscheinlich, wenn man Select Pets deaktivieren würde, wäre das Problem weg. Aber wenn du es grundsätzlich nicht deaktivieren willst und immer nur, wenn du ins Haus gehst, dann extra deaktivieren müsstest, wäre auch ziemlich nervig. Also so habe ich jedenfalls erlebt. War schon teilweise echt nervig. Musste dann ein paar Sekunden warten, bis das Pet sich bewegt. In der Zeit hättest du es auch deaktivieren können, aber hätte beides ein paar Sekunden gedauert. Das ist auch schon egal. Und ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall ziemlich nervig und wäre cool, wenn das sich ändert. Und dann Generate Changes. Trommelwirbel bitte. Increase the amount of monsters in Herr Neos Dungeon. Kommt ein bisschen spät, kann man sagen. Ich meine, das Update ist jetzt ja doch schon eine Weile online. Ne? Und wir haben uns schon lange darüber beschwert, dass es immer noch zu wenig Monster sind. Die letzte Erhöhung von Monstern war, sagen wir mal, nicht sehr erfolgreich. Also ich würde sagen, es gibt halt einfach, das Problem ist, es gibt ein paar Spots im Dungeon, die sind okay. Oder waren okay. Ich war jetzt noch nicht drinnen. Ich werde es mir erst heute Abend anschauen. Aber es gab ein paar Spots im Dungeon, die waren okay zum Leveln. Da war die Mobdichte ja okay. Nicht gut, nicht schlecht, einfach okay. Also gerade so gut genug, um zu leveln. Und ich würde mal behaupten, das waren überwiegend die Dreadfin. Also Dreadfin haben größtenteils eigentlich eine ganz okaye Mobdichte gehabt. Da konnte man tatsächlich halbwegs erfolgreich leveln. Dreadscale war dann schon etwas schlechter. Ich sag mal so, noch im untersten Bereich von okay, kurz vor schlecht. Und Lumenfin ist ziemlich schlecht, weil egal wo du bei Lumenfin hingegangen bist, du musstest immer auf den Respawn warten oder halt weiterlaufen.
Aber weiterlaufen bedeutet in der Regel, du verschwendest sehr viel Zeit mit Laufen. Das heißt, wenn ein Levelspot so schlecht ist, dass die Monster nicht respawnen, bevor du alle getötet hast und weiterlaufen musst, dann ist das kein guter Levelspot. Ganz einfach. Und vor allem, selbst wenn du alle Monster getötet hast, dann waren das auch nicht ultra viele, dass du jetzt sagen kannst, oh ja gut, ich habe jetzt 80 Lumenfinn getötet, ne? Habe so viel XP gemacht, so viele Monster gekillt, dass es absolut kein Problem ist oder so. So war es ja nicht. Also, wenn du hast die, keine Ahnung, 15, 20 Viecher gekillt und dann waren alle weg und dann musstest du auf Respawn warten oder wie gesagt weiterlaufen. Und ich meine, das war, also, wenn du wirklich leveln wolltest, ne, zum Quest-Items farmen, kann man vielleicht drüber streiten, da reicht es vielleicht, ne, aber zum Leveln war es eine absolute Katastrophe. Und ich bezweifle, dass es jetzt sehr, sehr viel mehr ist. Sie schreiben ja nur Increased und genau das gleiche haben sie letztes Mal auch geschrieben. Und es hat sich gefühlt nicht wirklich viel geändert. Waren vielleicht überall in jedem Spot 5 Monster mehr, was halt, wenn der Spot eh schon nicht so gut war, kaum etwas ändert. Aber ja, müssen wir uns mal angucken. Und genau. Das letzte, was wir noch haben, ist... Oh, das ist zu groß. Das letzte, was wir noch haben, ist die Rückkehr der Snowman Weapon Skin Box. Die gab es zum allerersten Mal, ich glaube, Weihnachten 2022. Und ja, ist relativ beliebt, würde ich sagen. Ein paar Skins mehr als andere. Ich glaube, die Axe ist vor allem sehr beliebt. Und ja, also es sind nicht die Ice Crown Skins, nicht verwechseln, sondern das sind jetzt die Snowman Skins. Die zeichnen sich vor allem daher aus, oder dadurch aus, dass hier überall ein Snowman drauf ist. Also jeder Skin hat irgendwas mit einem Snowman. Und genau, sind jetzt auch wieder am Start. Und die sind eben ungebunden und unlimitiert. Also die kann man unendlich oft kaufen und sind nicht sehengebunden. Und irgendwie waren sie ganz am Anfang für eine halbe Stunde lang waren sie aus Versehen sehengebunden. Falls da jemand aus Versehen sehengebundenen Skin gekauft hat und ihr wollt ihn eigentlich verkaufen, dann müsst ihr euch an den Customer Support wenden. Infos dazu gibt es im Discord. Genau. Und ja, das waren die News für heute. Eigentlich, wie gesagt, ziemlich cooles CS-Set, cooles Fluggerät. Und wie gesagt, die Monstererhöhung im Herneos Dungeon, ich meine, der Dungeon ist ziemlich groß. Ich werde heute Abend wahrscheinlich einmal komplett durchlaufen. Das dauert relativ lange tatsächlich. Und dann mal gucken, ob man einen spürbaren Unterschied merkt oder ob sich wieder nur minimal was geändert hat. Genau, ansonsten vielleicht auch eine kleine Info, falls ihr auf Discord von mir angeschrieben werdet. Ich schreibe niemanden auf Discord an. Also wenn ihr von jemandem, der Spielestyle auf Discord heißt und das gleiche Profilbild hat wie ich, angeschrieben werdet, überprüft, ist er auf dem gleichen Server wie ihr. Also er ist zum Beispiel nicht auf meinem Server. Und ja, falls euch irgendjemand anschreiben sollte, ich schreibe niemanden an. Also wenn ihr mich anschreibt, schreibe ich zurück, aber ich schreibe niemanden von euch jemals für irgendwas an. Also das ist wahrscheinlich ein Scammer. Also blockt den einfach. Und wie gesagt, er ist auch nicht auf meinem Server drauf, aktuell zumindest. Falls das doch sein sollte, gebt mir gerne Bescheid, dann banne ich ihn. Aber ja, daran erkennt ihr es auf jeden Fall schon mal zuerst. Und wie gesagt, ich schreibe niemanden an, also genau. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und schaut im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao. Ach ja, und vielleicht noch ein kurzer friendly Reminder, dass heute das Fishbait-Event endet. Letzte Chance, eure Fishbaits einzulösen. Und außerdem ist auch das Ende vom Attendance-Event. Das heißt, ihr solltet euch hier alle eure Attendance-Event-Belohnungen holen. Sonst, ja, sind die weg. Denkt dran und genau, viel Spaß damit. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.